Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit EngineSight. So, lasst uns hier mal noch eine Sache mehr machen, als wir bisher haben. Lasst mich aber erst kurz zusammenfassen, wo wir genau sind. Und zwar, wir haben einen Alarm erstellt. Alarme sind dazu da, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald irgendeine Anomalie oder irgendwas Gefährliches auftritt, damit ihr nicht die ganze Zeit einfach nur auf Issues gucken müsst hier. Also damit ihr nicht 100.000 Millionen Jahre lang einfach nur permanent F5 drückt, ja. Sonst brennt der Knopf irgendwann einfach durch. Und dazu gibt es, wie gesagt, die Alarme, die das alles für euch übernehmen. Das heißt, ihr werdet automatisiert benachrichtigt. Bisher werden wir automatisiert benachrichtigt wegen einem zu hohen Netzwerkverkehr, den wir hier natürlich einstellen können. In dem Fall ist es wirklich sehr, sehr niedrig gewählt. Das ist okay so, das wollte ich ja extra so, weil ich so das Ganze relativ einfach zeigen kann. Und wir haben noch eine weitere Sache gemacht. Wir haben hier einen Netzwerk-Hook, also einen Network-Hook erstellt, einen Web-Hook, der uns quasi benachrichtigt. Der geht einfach an eine Webseite und ihr könnt das dadurch wunderbar einfach in, keine Ahnung, einen Discord-Bot integrieren, einen Slack-Bot integrieren oder was auch immer ihr haben wollt. Also im Endeffekt eine Python Flask-App oder irgendeinen anderen Webserver, der das Ganze dann so verarbeitet, wie ihr das wollt. So, nun ist das ein kleines bisschen unpraktisch, wenn wir spezifischen Code ausführen wollen über einen Alarm. Also natürlich, wir können hier tatsächlich hergehen, den Network Hook zum Beispiel an eine Python Flask App anbinden und dadurch Code bei uns auf der Maschine triggern, aber das ist umständlich. Das ist sogar sehr umständlich, denn wir müssten so eine Python Flask App immer komplett selber schreiben, die immer genau angesprochen werden kann von diesem Network Hook. Und das Problem ist natürlich, dass dann jeder von außen das Ganze auch machen kann. Deswegen, ja, wollen wir das wahrscheinlich eher nicht unbedingt haben. Und was wir stattdessen machen ist, wir haben Plugins. Wir können uns Plugins schreiben, die sind im Endeffekt genau das. Wir können beliebigen Code ausführen auf einer Maschine, basierend auf dem Fehler, der hier reinkommt. Das bedeutet, ich kann mich hier irgendeinen Code schreiben und der wird dann irgendwo ausgeführt. Nun kann ich mich hier auswählen, wo ich den ausführen möchte, also in welchem Host ich das eigentlich ausführen möchte. Und naja, warum würde ich das tun? Warum nicht automatisch hier auf der VirtualBox? Naja, sagen wir einfach mal, wir wollen jetzt nicht den Netzwerkverkehr hier monitoren, sondern wir wollen ein Plugin auslösen, wenn unser SSL-Zertifikat abgelaufen ist. Das ist durchaus sinnvoll und das kann man auch als Alarm einstellen. Das heißt, ist mein SSL-Zertifikat nicht mehr da, dann bitte führt zum Beispiel einfach einen kurzen Call an Let's Encrypt aus und beantragt eben ein neues Zertifikat. Und dadurch haben wir wieder ein gültiges Zertifikat und keine Probleme mehr. Das wäre zum Beispiel eine Optimierung, die man hier komplett automatisch laufen lassen kann und auch tatsächlich sinnvoll. So, und dann wollen wir vielleicht aber nicht, also dann haben wir hier oben keinen Alarm eingestellt auf der Referenz von meiner VirtualBox, sondern eben auf einer Domain. Und dann können wir hier unten eben einstellen, okay, welcher Host verwaltet denn eigentlich die SSL-Zertifikate? Und da wähle ich dann natürlich den Host aus, der die verwaltet und habe dann hier eben die Möglichkeit, ein Plugin zu schreiben dafür. Nun gibt es hier natürlich keine Plugins, das heißt, ich kann hier nicht irgendwie Dropdown oder sowas machen. Deswegen müssen wir erstmal selbst welche schreiben. Das können wir tun unter Hosts, also hier. Und anschließend natürlich unter Plugins und hier können wir dann einfach hergehen und ein neues Plugin erstellen. Dem können wir erstmal einen Namen geben, zum Beispiel, was wollen wir denn machen, wenn der Netzwerk-Traffic ausgeführt wird? Lasst uns doch einfach mal, ja, dadurch, dass wir hier Netzwerk-Traffic haben, der höchstwahrscheinlich über Firefox ausgelöst wird, lasst uns hier einfach Kill Firefox als kleines Plugin schreiben. Und das wäre dann hier eben Kill Network Intensive Process oder sowas. Also wie gesagt, bei mir jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir können hier natürlich auch mit sehr, sehr, sehr vielen Vorlagen arbeiten. Also zum Beispiel, wenn wir hier einfach uns mal die Nginx-Metriken angucken, dann sehen wir hier, boom, wir haben hier schon sehr, sehr viel, was wir machen können. Wir können uns aber auch komplett, also hier SSL zum Beispiel, ups, nein, das will ich natürlich nicht. Wir können hier aber auch alles machen, was wir wollen. Und zum Beispiel können wir hier unten auch nicht unbedingt nur alles in Bash machen oder in PowerShell, wenn wir unter Windows sind, sondern wir können hier auch einfach Python 3 verwenden. Und dann können wir hier rechts einfach wirklich alles coden. Wenn ihr noch mehr Vorlagen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei GitHub EngineSight vorbeigucken. Die haben nämlich da auch tatsächlich relativ viele Plugins schon vordefiniert, die hier ja, quasi einfach machbar sind. Und das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm. So, aber was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen Firefox abschießen. Das bedeutet, wir sagen hier erstmal, müssen wir natürlich hier was importieren. Und zwar sagen wir hier Import OS. Wir müssen OS importieren, weil wir natürlich über OS im Endeffekt den Prozess killen wollen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel einfach hergehen und sagen Name
ist gleich Firefox. So, den wollen wir killen. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir holen uns alle aktuellen Prozesse for line in os.popen. Und ja, wir holen uns alle Prozesse, naja, psax und davon, also das ist jetzt ein bisschen Linux Basics sozusagen, grab. Hier fügen wir den Namen ein, plus name. Und dann grabben wir davon eben -v grab. So, also quasi alles außer eben grab und dem Firefox, also wir wollen quasi den Firefox-Prozess hier auslesen. Wie gesagt, das hier ist jetzt, wenn ihr irgendwas da Probleme habt oder sowas, dann schaut euch am besten meine Python-Reihe oder Linux-Reihe oder sowas an. So, und dann geht es hier weiter. Dann sagen wir hier, okay, Fields ist gleich line.split zum Beispiel. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Python, was wir hier machen, aber das ist okay für mich. Ich hoffe für euch auch. Pit, also die Process-ID, finden wir aus Fields von 0 raus. Also ich kann euch das mal ganz kurz zeigen hier tatsächlich in der virtuellen Maschine. Wo ist denn die? So, wir haben hier erstmal den ganzen Prozess und jetzt haben wir hier gesagt psax, also os.popen ist quasi einfach führe einen Prozess aus, der im Terminal ausgeführt werden soll. Und jetzt grabben wir hier quasi Firefox und dann haben wir natürlich aber immer noch grab dabei, weil wir da auch alles rausgrabben und das heißt, wir sagen hier, okay, ohne grab. So, dann sehen wir hier, okay, wir haben hier offensichtlich Firefox und zwar gleich in mehreren Prozessen und ja, das ist genau das, was wir dann hier am Ende abschießen wollen. Und die Process-ID, die splitten wir einfach raus. Das heißt, wir splitten hier quasi dran und entfernen die Leerzeichen und das erste hier vorne, das ist natürlich meine Process-ID und die möchte ich jetzt verwenden zum Killen. Das heißt, ich möchte am Ende dann ein os.kill ausführen, dass hier vorne diese Process-IDs einfach durchgeht und sobald Firefox eben drin vorkommt, dann ja, killen wir die. Also quasi dadurch, dass wir hier schon gegrabt haben nach Firefox, brauchen wir das jetzt nicht mehr machen und können hier einfach wirklich hergehen und os.kill aufrufen mit dem Integer aus der Process-ID. Das war eine Klammer zu viel, die wollte ich nicht. So, Process-ID reingetan und dann sagen wir hier signal.sigkill. Das war ein echt sicker. Okay, das ist ein echter schlechter Witz. Sorry, den sollte ich lassen. Okay, os.kill und da einfach die Pit und den sigkill rein und damit haben wir das Ganze schon fertig. Und das machen wir hier für jede einzelne Zeile und am Ende schreiben wir print killed. So. Natürlich kann das Ganze irgendwie schief gehen, aber das ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir haben jetzt hier das Plugin fertig und natürlich können wir das auch regelmäßig ausführen lassen, also quasi als Cron-Job. Und wir können uns hier auch die Jobs angucken, die gerade aktuell laufen. Und ein Cron-Job ist im Endeffekt ey, führe dieses Skript bitte regelmäßig aus. Das will ich ja nicht haben in diesem Fall. Also es gibt natürlich auch Skripts, die ich regelmäßig ausführen möchte. Das kann ich durchaus machen. Hier kann man einfach sagen, geplante Ausführung auf dem und dem Host und zwar mit dem und dem Tag und zwar dann und dann. Ja, das können wir alles machen, wenn wir das wollen. Also können wir das hier quasi auch regelmäßig ausführen lassen, irgendwann zum zukünftigen Zeitpunkt. Aber in unserem Fall, weil wir es ja als Alarm machen wollen, reicht uns das. Wir haben hier oben aber noch die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Und das will ich jetzt mal mit euch machen. So, wir machen das hier jetzt mal. Leider ist meine VM hier ein bisschen groß geraten von der Auflösung, deswegen ist es ein bisschen schwer, die gerade hier so reinzupacken. Also das ist im Endeffekt das Video von mir, was ich bisher immer zum Testen genommen habe. Also einfach irgendeins von meinem Vlog-Kanal. Übrigens abonniert den gerne mal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wir testen jetzt einfach mal das Skript und schauen uns mal an, also wir müssen natürlich auch den Host auswählen, schauen uns mal an, ob das funktioniert. Und wir sehen hier, Ihr Plugin wird ausgeführt. Das dauert ein bisschen und Plugin konnte erfolgreich ausgeführt werden. Dann sehen wir hier stdout killed. So, jetzt gucken wir nochmal kurz rüber auf unseren Host und wir sehen, ups, Firefox ist ja weg. So, und das kann ich jetzt vollautomatisch ausführen. Also das hat hier offensichtlich funktioniert, vollautomatisch ausführen, wenn ich hier, erstmal speichern, wenn ich hier zum Beispiel zu viel habe, also wenn mein Netzwerk-Traffic zu intensiv wird. Das könnt ihr natürlich auch, nein, ich sage jetzt nicht, für was ihr das alles verwenden könnt. Aber ja, ihr könntet damit theoretisch natürlich auch andere Menschen ärgern, das wollen wir aber nicht. So, und ja, hier haben wir natürlich jetzt die V-Box eingestellt, das heißt, wir wollen es auf der V-Box dann ausführen, wir wollen Firefox entfernen und damit einfach mal alles gespeichert. So, wenn jetzt also zu viel Netzwerk-Traffic reinkommt, dann sehen wir hier gleich, okay, das Ding wird abgeschossen. Und das wollen wir jetzt einmal ganz kurz testen. So, ich gehe nochmal hier auf die VM und führe natürlich nochmal Firefox auf.
oder aus, besser gesagt. Und wir sehen hier, ja, natürlich, Firefox wurde unerwartet beendet und da sehen wir, boom, ist das Ding weg. Ja, warum habe ich das jetzt rausgeschnitten? Ganz einfach von meinem Video, was ich euch da zeigen wollte, kam Werbung und ich will hier keine Werbung einbauen, weil im Video und so, das ist nicht okay. Aber ja, wir haben hier offensichtlich gerade automatisiert unseren Firefox abgeschossen, nachdem eine Weile lang irgendwas lief, weil der natürlich mehr als 100 Kilobyte die Sekunde braucht. Und wie gesagt, ihr könnt da alles mit Python reinprogrammieren. Python ist obviously Turing vollständig, ihr könnt da alles mit automatisieren, genauso wie ihr natürlich Bash verwenden könnt. Super angenehm, wir sehen hier auch übrigens den Issue natürlich und ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was ich sehr, sehr angenehm finde und was ihr wahrscheinlich dann auch bei euch gut integrieren könnt. Alles klar, das war's von meiner Seite wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.